Yes! Yeah! Willkommen zurück bei einer weiteren Ausgabe von Klangbild Reaction mit Patrick Piano. Yeah, und dem Sweeney Man. Und heute haben wir... Heute geht's weiter auf unserer Japan-Tour mit Ningen Iso Heartless Scat. Let's rock! So, da bin ich ja mal gespannt. Welcome to the... Schön. Basics, ne? Bass geht rein. Okay, wie immer, First Analyse, erster Eindruck. Pause. First Analyse, erster Eindruck. Erster Eindruck, ne? Erste Analyse, ne? Ersten 5 Sekunden, wie man so schön sagt, in dem Fall die ersten 20 Sekunden. Traditionelle Kleidung, ganz, ganz toll. Super cooler Riff, du hast es gerade schon angedeutet. Welcome to the... Woher kommt dieser Riff? Allerdings, die Leute haben ihn auch nur gesampelt. Ich bin der Meinung, es ist ein Rockklassiker. Ich tippe auf Sting. Okay. Und Band und so. Wenn du weißt, welcher Riff bin mir das aber nicht ist, sicher. schreib es uns in die Aber Kommentare. das ist so ein $1 Million Riff. Der $1 Ne, Million wir werden Riff. irgendwann mal eine Sendung machen, einfach mal rockmäßig, wenn ihr Bock drauf Über habt, die ne, $1 schreibt uns Million rein. Riffs. Über so $1 Million Riffs im Rock'n'Roll. Ne, einfach so in Anführungszeichen $1 Million Riffs, die halt einfach so krass sind, so einen hohen Wiedererkennungswert haben, eigentlich wie Beethoven und Mozart selbst. So, ne? Völlig hammerhart. Okay, Gut, was sagt zurück der zu erste unseren Eindruck? Leuten hier, Ningen Iso. Der erste Eindruck, man hat schon gesehen, erstmal ein ganz toller Spot, wieder in der Natur. Ne, mit anderen Worten so, anscheinend Spots, wo epische Sachen gehen, kräftige Sachen, musikalisch gesehen. Ne, Musik ist ja immer gekoppelt mit Gefühl. So, darf man nicht vergessen. Durchaus. Wenn du jetzt an solchen Orten stehst, dann ist das ja ein Feeling. Nicht umsonst fahren die Leute in Urlaub, ne, möchten ein bisschen die Welt sehen, wenn wir es uns leisten können. Und damit wir das ja auch fühlen. Ne, einfach vor Ort sein, ne? Das ist was anderes, als das im Internet zu sehen und zack und Okay, vor let's Ort go. Go. Ich laber schon wieder. Yeah. Ja, und die Rock the Mimik Gitarre. wieder. Ich stehe auf seine Mimik, Leute. Herrlich. Alle voll drin. Ich finde den Dude hier on the right side, I like it. Der sieht so aus wie so ein japanischer Meister. Ja, ne, da dachte ich auch gerade. Er so richtig zu der Meister-Style. Er hier links wirkt auf mich, ist natürlich hier ein bisschen Gelaber, so auch durch die Glatze und so ein bisschen so die Kleidung auch anders gehalten. So der Mönch, er sozusagen der alte Samurai-Meister, der Mönch. Und dann im Hintergrund auch vom Klamottenstil ein bisschen anders, bisschen neuer, also der Drummer von heute, weißt du so. Ja. Und herrlich. Gleich mit einem ordentlichen Gong da hinten. Ne? Ja, stimmt, der Gong im Hintergrund dann auch. Wie so ein Heiligenschein. Ja. Auch richtig fresh gehalten. Da kommt er. Hammer. Saubere Riff. Schön, der alte Brunnen. Interessanter Spielstil, so hochgefahren und wieder runter. Interessant auch gerade der Szenenwechsel. Voll, die sind... Da ist uns wieder der Zufall zu Hilfe gekommen. So, danke Universum. Grüße gehen raus aus Universum. Die Drohne fliegt. Ja, Drohne ist heutzutage sowieso, ne? Ja. Einfach mal ein tolles Mittel, was man easy auch verwenden kann. Im Gegensatz zur Produktion von früher natürlich auch vergleichbar mit sehr, sehr wenig Geld. Ja. Das darf man jetzt einfach mal nicht vergessen. Und hier sind wir am späten Nachmittag, weil die Schatten sind lang. Ah. Ja. Wenn ihr noch wisst, auf welche Stunde es zugeht am späten Nachmittag, ne? Abends und morgens gab es eine gewisse Stunde. Schreibt es in die Kommentare. Bei Handa Rani und F Major war das. Genau. Da haben wir das Thema besprochen. Wie immer oben in der Ecke angetappt. Okay. Jetzt geht's los. Oh, seine Mimik.
Und er, aber völlig... Interessant ist auch klassischer Aufbau, Gitarre, Bass und Drums, ne? Also auch hier wieder Double Performance. Ja, zweifache Performance und ja, Gitarre und Gesang. Ich bin jetzt von dem Klang seiner Stimme haben eingenommen. Haben eingenommen. Sehr schön. Dieses Saubere, dieser Stil, dieses, ja, wie wir ja schon gerade so ein bisschen gewitzelt haben, ne, so, das heißt gewitzelt, man sieht es ja ganz offen, so Samurai-mäßig auch, ne, eher so angehalten. Und dann so diese Erhabenheit in dieser Stimme auch. Ja. Wow. Ja. Nimmt mich mit. Ja. Also auch wieder eine Musik. Ist egal, was du machst. Das rockt dich dabei. Ob du einfach ganz normal abwäscht oder du bist auf dem Weg zum Einkaufen, was auch immer. Bam, da schwingt so viel mit. Herrlich. Er auch völlig drin, der Bassist. Also er hat auch eine ganz tolle Mimik einfach. Ist natürlich auch toll gehalten, wenn wir es jetzt mal so ein bisschen... gehen wir ein bisschen auf die Kunst ein. So Sieht so ein bisschen wie Faust aus. Ja, ne? Krass, stimmt. Diese eine tolle Performance von Faust. Grüße gehen raus an Goethe. So, herrlich. Schön, aber ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass seine Lippen als einzige so farblich sind. Ne? Und dadurch wirkt natürlich auch seine Mimik beim Spielen extrem cool. Müsst ihr mal drauf achten. Ne? Herrlich einfach. Jetzt fehlt eigentlich noch das tiefe Reingegröle, wie wir das zum Beispiel bei Darko US hatten. Ja, aber das wäre ja dann schon wieder Heavy Metal. Ja, voll das wäre was anderes. So Rock, sag ich mal, wenn es heftiger wird, es gibt so eine gewisse Grenze zu Metal. Also jetzt ist es natürlich schwer zu sagen, wo ist da genau der Punkt. Wo hört Rock auf und wo beginnt... Genau, es ist wie wenn zwei Musikrichtungen halt eben verschmelzen. Du hast einen gewissen Bereich, der sich überschneidet. Ne, so wie jetzt, wie meine Finger zum Beispiel gerade sind. Aber trotzdem ist das eine linke Hand, das andere rechte Hand. So. Und so in etwa würde ich das auch mit Überschmelzungen, wie bei Crossover zum Beispiel. Ja, durchaus. Crossover wäre jetzt so die Überschmelzung rockmäßig in die andere Richtung, genau. Und dann hast du halt eben dann Metal, dann Heavy Metal, ne? Und dann gibt es ja noch, weiß ich gar nicht, Speed Metal und was nicht alles. Also ich war auch egal, andere Geschichte, ich war mal auf einem Speed Metal Konzert, auf einem großen Festival auf jeden Fall. Heftige Nummer, ich brauchte erstmal eine Woche danach Ruhe, gar keine Mucke. Der Tinnitus hat auch mindestens 48 Stunden gehalten, war ziemlich krass auf jeden Fall. Ich liebe seine Mimik, ey. Herrlich. Ist das eigentlich doch. Hey, cool. Ich feiere die Leute richtig und ich finde diese Mischung so cool. Eher so weiß ich nicht, so der stumme Lustige Mönch, er bast sich richtig einen rein, dann auch so dieses weiße Gesicht, so völlig unreal, weißt du, und dann nur so seinen Mund, wahrscheinlich wegen der Mimik, extra nochmal betont. Dann hinten der Drummer, weißt du, sein Krieger-Style, so, bap, und er so richtig erhaben, bam, so richtig, wusch, geht voll durch. Also, tolle Kombination. Yeah!
Aber auch so der Weg eines Kriegers, ne? Sie laufen alle drei so. Zack. Oh, tolle Riffs. Ja. Die Refs sind auch ziemlich klassisch so. Also man merkt auch hier, der gute Mann mit der Brille, ne, unser Frontman auch natürlich. Boah, Profi. Alles ganz sauber, seine Stimme ganz sauber, er auch voll drin. Ich sage ja, er hat so dieses erhabene, wie so ein Samurai so ein bisschen. Ne? Ja. Also ganz, ganz toll. Das ist schon, ja, es ist schwer zu erklären. Wie soll man dieses Gefühl erklären? Ne? Jeder Mensch lebt ja auch ein gewisses Lebensgefühl. Voll. Und das packt er dann auch in seine Musik rein. Ja. Und bei ihm ist es, glaube ich, auch das, ich könnte mir vorstellen, dass er deswegen auch das Video auch so gehalten, ne? Auch dieses Traditionelle, dieser tolle Spot. Ich finde auch, gerade jetzt mal kurz mal einen Blick auf die Kulisse, weil wir das hier so haben, den Spot im Hintergrund so interessant. Ja, ich glaube, die haben ja ein bisschen geswitcht. Das sieht ja mehr griechisch-europäisch aus. Mit den Säulen und der Kuppel sozusagen. Kleiner Schmankerl mal nebenbei an alle Leute, die Geschichte mögen und heutzutage kann man über Internet viel, viel mehr sehen und entdecken. Das ist auch das Schöne daran. Die Art von Gebäude gibt es ja auch überall irgendwo. Also, wie gesagt, will ich jetzt keine Aussage zu treffen, ist mir jetzt nur gerade aufgefallen, weil es natürlich auch einfach ein super schöner Spot ist. Sehr stark auch der Refrain. Ne? Was geht da ab? Er supportet es noch. Er spielt auch gern mit der Kamera. Cooler Typ. Steel Switch. Ja. Seine Mimik ist gehärtet. Schön. Der Bassist, ne, ist ja so ein bisschen, erinnert mich auch ein bisschen an Pantomime durch die Schminke. Ja. Deswegen auch diese starke Mimik vielleicht. Ja. Ganz toller Stil-Switch. Wie wirkt der auf dich? Der wirkte auf jeden Fall von der Mimik her am stärksten auf mich. Der ist da voll drin. Der ist entertaining für mich sehr. Ach so, ja, er sowieso, klar, er ist definitiv auf jeden Fall voll Entertainment. Nee, ich meinte gerade musikalisch, der Steel-Switch, ne, der Frontman auch musikalisch. Ich finde, er hat eine sehr eine klassisch ausgebildete Stimme, so stark und sauber. Als der Bass gerade reinkam und die tiefe Stimme supportet hat, da dachte ich mir so, Der ging rein, ne, so wieder in den Bauchbereich. Ja. Na, ich mag das, wenn es dann so switcht und es wirklich so in den eigentlich Bauch die gleichen Klänge aufgenommen, nur halt tief gespielt so, und dann einfach Volumen reinbringen. So. Was das für einen unterschiedlichen Effekt macht, ne? Ja. Wenn man auf einmal, sag ich mal, weiß ich nicht, eine Begleitung oder auch eine Hauptstimme eine Oktave tiefer setzt, gerade auch im Bassbereich. Ne? Werden wir bestimmt auch mal ein Thema draus machen. Okay, weiter geht's. Auch seine Mimik auch gut. Solo. Ja. Schönes Ding, brauchen wir jetzt nicht kommentieren, oder? Perfekt. Krass. Schon wieder Steel Switch. Ja. Break.
Also jetzt ist ein wird musikalischer Break. Runtergefahren, weiß ich nicht. Die haben noch 3 Minuten. Ja, Das ist nochmal wie eine komplette Songlänge. Aber jetzt wird die nächste Teil eingeläutet. Also, absolut Hammerding. So. Ich mag seine Switch. Oh, und jetzt geht's. Ein bisschen heftiger. Schöner Spot auch, ne? Die Kamera auch schön, jetzt in Bewegung mehr. Er macht schon eine Ansage auch, ne? Also seine Stimme geht einfach rein. Sag ich mal, er switcht jetzt nicht zwischen extrem tief und ich finde, extrem hoch oder so. Klassische und Stimme. Genau, das meinte ich mit so klassisch. Und er geht einfach rein. Er geht geradeaus so. So, ne, meinte ich auch mit dem, wo sie so am Strand laufen, der Weg eines Kriegers. Ja. Ne? Kodex, wenn ihr kennt, Weg eines Kriegers, du gehst deinen Weg. Du lässt dich nicht aufhalten, ist egal, du gehst straight. Grüße gehen raus an alle Krieger und Kriegerinnen draußen. Also, Hammer. Auch passend schön seine Mimik dazu, ne? So. Sowieso Beste. Diese Leidenschaft halt auch drin, ich mag das. So. Okay, machen wir kurz Pause. Ich möchte mal ganz kurz was dazu sagen, weil ich selber hatte früher immer mit der japanischen Kultur auch zu tun, war und auch sehr fasziniert, auch mit dem Traditionellen. Und definitiv ist das eine Sache, wo man einfach sagen muss, dieses Gefühle zeigen, wie wir das zum Beispiel tun. Ne? Einfach mal laut rausbellen, so unser Klepperich heute. Oder halt laut lachen oder dieses Emotion zeigen in der Kultur, in der Gesellschaft, das ist halt, sage ich mal, im Japanischen eher anders. Da hat man eher seine Mimik, Zurückhaltung, ne, da wird eher das, steht alles so im Vordergrund. Aus meiner Sicht ist das bestimmt auch mit ein Grund, warum gerade bei Anime-Sachen, ne, das dann immer so ganz übertrieben dargestellt wird. Dann aber allerdings, wenn es um so eine traditionellen, sehr wichtigen Werte geht, wie zum Beispiel auch Karate oder halt auch andere Sachen, wo starke Emotionen mit verarbeitet und bearbeitet werden, da wird dann komplett total rausgelassen. Ne? Und das meine ich auch, das sieht man auch hier in der Musik dann. Sie halten das alles sehr traditionell, aber sie rasten auch aus. Nur alles so mit einer gewissen Kontenance. Mhm. Ne, und das wirkt. Also einfach mal so auch musikalisch, ne, betrachtet. So dieses Musik immer gekoppelt mit Gefühl wäre jetzt natürlich ein Riesenthema. Wie gesagt, wenn wir wirklich den Podcast machen, schreibt uns rein, ob ihr Lust auf sowas habt. Da gibt es dann allerdings dann wirklich welchen Podcast? Nur Gequatsche darüber. Naja, es wäre keine Ahnung, eigentlich Klang mit Podcast. Also wenn ihr einen guten Namen für unseren Podcast hättet, auch das immer mal reinschreiben. Gut, jetzt wollen wir uns aber nicht in all solchen Themen verrennen. Auf jeden Fall ganz, ganz klare Stimme, ganz, ganz sauber und auch ganz, ganz stark. Jetzt sehen wir die ganze Zeit natürlich unten den Text eingeblendet und wissen natürlich auch gar nicht, worum es geht jetzt. Ne? So, nee. Wir analysieren das jetzt wirklich einfach rein von der Musik und von der Performance und das Musikalische. Und dementsprechend... Das ist auf jeden Fall ein nices Trio. Genau, wirkt auf jeden Fall alles zusammen. Auch ohne, dass man den Text gerade kennt. Ja, auch schönes bildliches Schmankerl. Schön. Okay, jetzt haben sie geswitcht. Location Switch.
tolles Lichtspiel. Ein Spot. Solo. Zum Wachwerden am Morgen am Strand. Schönes Solo so. Auch schön in der Mischung hier gerade. Wie So. kannst du nur? Schön in der Mischung. Das hat er schön gemacht, so Stereo. Ich will gerade kurz auch ein bisschen auf die Videorhetorik eingehen. So dieses, ne, die drei laufen so am Strand. Ja. Bei guten Eastern, sage ich mal, guten Samurai-Film, also ne, Grüße gehen raus an alle Samurai-Fans auch da draußen, so moviemäßig und so. Da gibt es ein paar ganz tolle Dinge. Ich sag nur Ito Ogami, der Wolf mit seinem Kind, alte Serie, super. Einfach mal reinschauen. Gibt es auf YouTube, glaube ich, auch für umsonst zu sehen, weil es einfach auch schon so alt ist. Aber halt eben keine Special Effects oder so. Es geht halt wirklich um so Samurai-Tum und ganz, ganz klassisch. Ganz, ganz toll. Und da hast du halt auch immer wieder so diese Duelle am Strand. Und er halt eben, ne, er geht halt richtig ab am Strand so. Ja. Und dann sie alle drei laufen halt. Ne. Da haben wir wieder so dieses, der Weg des Kriegers. Ich denke, es ist auch Thema in so ein bisschen in dem Song. Ich meine, der Song heißt Heartless Scat. Ich muss mir unbedingt die Übersetzung auf jeden Fall später davon geben. Ich bin mal gespannt, ob ich da jetzt so ein bisschen richtig liege oder nicht. Aber toll, auch wieder vom Lichteinfang, videomäßig. Ne, wahrscheinlich, ich würde jetzt sagen, am Morgen, ne? Nee, ist früher Abend. Oder früher Abend. Ja. Schwer einzuschätzen. Nee, die Schatten sind lang. Ah, du machst das an den Schatten aus. Ja. Ha, danke, wieder was gelernt. Und das schönes Ding. Ja, stimmt, und dann haben sie in der anderen Location nachts gedreht. Also dann auch die Lichter von unten, schön dann im Hintergrund alles dunkel, so ein bisschen wie beim Theater manchmal benutzt. Mit einem Spot, ja. Genau, mit diesem einen Spot. Auch toller Effekt. Nee, hier haben sie am Nachmittag gedreht, würde ich sagen. Meinst du, das ganze Video wurde an einem Tag gedreht? Dass so ja, so wie es jetzt gerade aussieht, das ist das Amphitheater da als erstes. Der Spot hier am Strand. So als zweites später. Denn. Und dann nachts nochmal. Ja. Oder Abend. Ja. Sonnenuntergang. Ah, schön langgezogen. Tipps eher Frage-Antwort. Meisterlich. Ja. Ja, fällt mir nichts weiter zu ein. Mega. Ein ja, ihr merkt, Rockding. Wir sind in unserer Welttour in Japan angekommen. Ne? Wir reisen um die Welt. Mal schauen, ob wir noch 1, 2 Dinge aus Japan finden. Auf jeden Fall mega krass. Schreibt uns in die Kommentare, wie ihr das fandet. Wie immer, wenn euch unsere Arbeit gefallen hat, lasst uns einen Kaffee da. Das Originalvideo ist wieder wie immer unten verlinkt. Ansonsten abonnieren, einschalten, weiterverteilen. Und bis zum nächsten Mal. Ja, und dann noch wie? Ja. Ja. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Peace out.